Crowdfunding für mein kreatives Projekt? Wenn du ein Publikum hast, dir bereits eine Fangemeinde aufgebaut hast, vielleicht auch schon Kundinnen hast, die nicht nur Konsumentinnen, sondern vielleicht auch Teil deines Erfolgs werden möchten, dann hast du eine starke Basis für Crowdfunding. Wie also schaffst du es, Unterstützerinnen zu finden, die mit dir an deine Idee glauben und gemeinsam in die Realisierung deines Projektes investieren? Ihr eigenes Geld. Mit welchen Angeboten kannst du deine Community mobilisieren? Ich möchte das gerne an 2 verschiedenen Möglichkeiten und Beispielen darstellen. Zunächst die Patronage, Mäzenatentum. Wir könnten auch sagen, es ist so eine Art von Abo-Crowdfunding. Und vielleicht kennst du die Plattform Patreon. Patreon erlaubt es Kreativen und Künstlerinnen, ein monatliches Einkommen zu verdienen. Das heißt, jeden Monat fließt Geld auf das Konto dieser Kreativen. Im Gegenzug erhalten sie exklusive Belohnungen, Vorteile, wie zum Beispiel natürlich die Anerkennung der Künstlerinnen, mit denen sie mehr oder weniger arbeiten, in denen sie investieren, wenn man so will. Sie haben Teil möglicherweise an kreativen Prozessen. Sie haben Zugang zu den Künstlern. Sie sind Teil einer Community, einer Fangemeinde. Und vielleicht haben Sie einen exklusiven Zugang zu bestimmten Waren und Produkten und natürlich als allererste Zugang zu einem neuen Song oder vielleicht einem Storyboard oder was auch immer an Designs zum Beispiel kreiert wird. Patreon als Plattform nimmt eine gewisse Prozent oder einen gewissen Prozentsatz an Provision und natürlich eine Zahlungsabwicklungsgebühr. Es gibt ein wunderbares Beispiel aus der Musikwelt. Vielleicht kennst du Amanda Palmer, die New Yorker Musikerin. Sie war eine der ersten, die mit Patreon gearbeitet hat und auch Crowdfunding ausprobiert hat, weil sie Probleme mit ihrem Label hatte. Sie wollte ein neues Album aufnehmen. Ihr Label war nicht wirklich überzeugt. Was hat sie gemacht? Sie hat sich direkt an ihre Fans gewendet. Und in einem wunderbaren YouTube-Video drückt sie das aus und bringt es auf den Punkt. Ich zitiere: Aber jetzt, da ich die direkte Unterstützung von 11.112 Menschen habe, die mir einen festen Betrag zahlen, wann immer ich etwas erschaffe, ermöglichen sie mir, zu machen, was ich will, wann ich will, befreit von kommerziellen Interessen. Diese Freiheit ist, was Patreon von anderen unterscheidet. Die Plattform möchte zum langfristigen Erfolg und Wohl der Künstler beitragen. Und sie erlauben den Künstlerinnen sozusagen, ihre Fangemeinde auf eine ganz andere Weise zu mobilisieren. Also nicht nur folge ich wie auf Social-Media-Plattformen den Künstlerinnen, die ich mag und bewundere. Nein, ich kann zum Wohlergehen, tatsächlich zum wirtschaftlichen Erfolg dieser Künstlerinnen beitragen. Als Fan. Das erlaubt den Künstlerinnen, die kreative Kontrolle zu behalten, weil keine Zwischenhändler mehr dazwischen stecken, keine Algorithmen eine Entscheidung treffen und der Druck, dem Massengeschmack dienen zu müssen, entfällt. Das bedeutet, dass die Künstler, die auf Patreon mit ihren Fans arbeiten und dadurch monatlich finanziell unterstützt werden, eine größere Unabhängigkeit entwickeln und natürlich auch tragfähigere Karrieren. Das zweite Beispiel liegt anders. Hier geht es direkt um Crowdfunding und Crowdinvestment. Wir sprechen also über etwas, das sehr viel mehr projektbezogen ist.
Beim Crowdfunding und Crowdinvestment geht es in der Regel darum, ein Vorhaben finanziell durch die Crowd, durch die Community, durch die Fans zu unterstützen. Ich möchte das Beispiel Mad Heidi anführen. Ein Action, Abenteuer, Horror, Komödienfilm aus dem Jahr 22, produziert von der Schweizer A-Film mit dem Budget von 3,5 Millionen US-Dollar. Keine Kleinigkeit also. Und man hat von Anfang an beschlossen, diesen Film exklusiv auf der eigenen Website des Projektes zunächst auszuwerten. Man spricht von einem Day-and-Date-Release. Also auf madheidi.com lief dieser Film in einem 3-monatigen Fenster. Danach erfolgte die Auswertung über die üblichen weiteren Plattformen, natürlich Blu-ray, DVD, TV, Streaming Services und so weiter. Und was ganz besonders interessant ist an diesem Projekt ist, dass sich die Produktionen, die Produzenten einig waren, die Promotion-Kampagne, also die Marketing- und Kommunikationsstrategie vor Beginn des Drehbuchs, bevor sie mit dem Drehbuch zu schreiben begonnen haben, zu kreieren. Die Investitionen, die sie einwerben konnten, kamen hauptsächlich aus der Schweiz, aus Deutschland, aber auch aus Japan. Du magst dich fragen, Japan? Wieso Japan? Und das hat damit zu tun, dass Heidi ein Animationsfilm, eine Animationsfilmserie in Japan wurde, in den 70er Jahren, ungefähr Mitte der 70er Jahre, sehr erfolgreich in Japan lief. Und dadurch baute sich sozusagen über die Jahrzehnte eine treue Fangemeinde um die Marke Heidi auf. Und so gelang es diesen Machern von Mad Heidi, 540 Personen aus 20 Ländern zu mobilisieren, die insgesamt 2 Millionen Schweizer Franken investiert haben. Und natürlich erhielten sie ihr Geld zurück, plus einer Prämie von 10%. Man nutzte die Blockchain-Technologie, weil sie natürlich für Transparenz sorgt und Sicherheit schafft, was für Investoren sehr wichtig ist. Und ab einer Investition von 500 Schweizer Franken hat man den Fans bestimmte Privilegien eingeräumt. Diese Produktion, ein BC, vielleicht auch D-Movie, Eurotrash, absichtlich, genoss die Unterstützung von 50.000 Personen aus 46 Ländern. Ein Personenkreis, den man sich aufgebaut hat. Und sie konnten 300.000 US-Dollar durch Merchandise-Verkäufe generieren. T-Shirts, Tassen, Poster. Und der Break-Even des Films lag bei 400.000 Zuschauerinnen. Das heißt, ab dann war der Film profitabel. 75% der Einnahmen wurden über Filmchain, einer auf der Blockchain basierenden Firma, abgewickelt, verteilt. 25% verblieben bei den Produzenten. Wenn du also in diese Richtung gehen willst und dieser Art Crowdfunding, Crowdinvestment für dein Projekt, deine Vorhaben nutzen möchtest, frage dich, warum muss diese Geschichte erzählt werden? Warum muss dieses Produkt hergestellt werden? Wer braucht meine Services? Das bedeutet also, du musst dein Publikum verstehen, deine Kundinnen, deine Community, deine Fangemeinde. Du weißt, was sie mögen. Du weißt, was sie wollen, wovon sie mehr wollen. Und natürlich wirst du versuchen, deine Community professionell aufzubauen, das heißt Daten zu sammeln mit dem Einverständnis deiner Kundinnen. Und ganz am Anfang steht, ein Video zu produzieren, das wirklich heraussticht. Frage dich also, am Anfang deiner Kampagne, wer wird dir am ehesten Geld geben? Und richte deine Kampagne gezielt auf diese Zielgruppe aus. Und das ist der interessante Punkt bei Mad Heidi, denn die Produzentinnen hatten bereits eine Fangemeinde aufgebaut durch die Filme Iron Sky 1 und 2. Und diese Fangemeinde, diese Community hatte einen großen Appetit auf den nächsten Film mit genau der gleichen Textur und dem gleichen Humor.
und enttäusche deine Community niemals. Crowdfunding und Crowdinvestment können wir also abschließend zusammenfassen, ist eine Finanzierung, die durch viele Einzelpersonen über Online-Plattformen passiert. Wobei das Crowdfunding oft als Spende daherkommt, ohne eine Gegenleistung, die signifikant wäre, aber vielleicht Merchandising-Produkte einbezieht. Also du bekommst eine Kleinigkeit für deinen zur Verfügung gestellten Geldbeitrag. Bei Crowdinvestment liegt es anders. Hier handelt es sich um eine echte, wirkliche Investition, eine finanzielle Beteiligung mit der Erwartung einer Rendite. Und wir können abschließend sagen, dass du kreative Freiheit am ehesten erreichst, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die an das glauben, woran du glaubst.